Ja, hallo meine Lieben, da bin ich nun wieder nach einiger Zeit. Ist jetzt nun etwas länger her, dass ich ein Video gemacht habe, aber es ist nun mal so, ich bin berufstätig und das ist ein Hobby von mir und dementsprechend klappt es nicht immer, regelmäßig Videos zu machen. Aber nichtsdestotrotz starten wir mit dem Thema Krypto, Bullen oder Bärenmarkt. Ja, das ist die Frage. Hierfür habe ich einige Charts vorbereitet, und zwar die Crypto Totals. Das bedeutet, wir gehen mal den Crypto Total Market Cap Chart durch, den ich jetzt gerade aufgemacht habe. Das ist derjenige, der alle Krypto-Coins mit beinhaltet, auch Bitcoin. Danach schauen wir uns den Total 2 an. Das bedeutet die Altcoins ohne Bitcoin und danach noch Total 3. Das bedeutet nur die reinen Altcoins ohne Bitcoin und Ethereum. Wir schauen aber auch nochmal auf die Bitcoins, wie da der Chart aussieht und formen uns mal ein Bild, ob wir jetzt schon unter Umständen in einem Bärenmarkt sind oder nicht. Also beginnen wir mal. Ich habe jetzt hier, wie ich gesagt habe, den Crypto Total Cap offen. Das beinhaltet also auch Bitcoin. Die Zählung sieht also meiner Meinung nach wie folgt aus. Wir sind gerade tatsächlich in der 5. Welle und wenn wir davon ausgehen, dass dieses Top hier oben von November 21 eine sogenannte überschießende Flat ist, also eine überschießende B-Welle der Korrekturwelle 4, dann befinden wir uns jetzt 1, 2, 3, 4 in der letzten Bewegung der 5. Welle, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt hier die Korrektur, in der wir uns jetzt über Monate befunden haben, abgeschlossen haben. Das ist jetzt noch so ein kleiner Streitpunkt, ob wir jetzt die Korrektur beendet haben oder in den letzten Zügen der Korrektur sind. Auf jeden Fall sind wir, wenn dann, ganz, ganz nah am Ende dieser Korrektur. Wir werden uns das Ganze nochmal anschauen. Ich gehe persönlich noch davon aus, dass wir im Kryptosektor nochmal eine kleine Bodenbildung sehen werden, dass das noch nicht alles war. Das zeige ich auch anhand des Bitcoins nochmal genau. Jedenfalls kann man hier davon ausgehen, dass wir uns vermutlich ab April in der letzten Bewegung nach oben bewegen werden. Nun, wie komme ich drauf, dass wir noch im Bullenmarkt sind? Wenn man sich jetzt diese ganzen Charts, die ich genannt habe, anschaut, dann sind sie sich alle sehr ähnlich. Und wenn man diese Zählungen wirklich durchgeht, dann kommt man zu dem Ergebnis, bei im Endeffekt allen diesen Charts, dass wir in etwa in der gleichen Welle uns bewegen. Also hier haben wir die Welle 4 gesehen und bewegen uns jetzt gerade vermutlich bald in der C-Welle nach oben. Wenn wir uns den Total 2 Chart anschauen, das gleiche Bild. Auch hier hatten wir eine überschießende B im November 21. In etwa im November 22 haben wir die 4. Welle abgeschlossen, bewegen uns also seitdem in der 5. Welle und ich sehe hier dreiteilige Bewegungen. Bedeutet, wir haben hier die übergeordnete A, B abgeschlossen und sind nun in der übergeordneten C und schließen jetzt gerade die untergeordnete B ab. Auch hier, ihr seht, ganz ähnliches Bild. Natürlich sind diese Charts sehr, sehr ähnlich. Immer geht es hier um den Total Market Cap. Das war jetzt also Total Market Cap excluding BTC, also ohne Bitcoin und nun ohne Bitcoin und Ethereum. Auch hier, wie ihr seht, ein ganz, ganz ähnliches Bild. Auch hier haben wir eine A-B-C-Bewegung, die ich offenbar hier nicht eingezeichnet habe, was gar kein Problem ist. Das können wir jetzt auch tun. A, B, C, nach oben. Das bedeutet, meines Erachtens nach können wir in der Hinsicht relativ beruhigt sein. Es ist jetzt natürlich noch etwas turbulent unter Umständen mit der Bodenbildung. Da kann es also noch ziemlich volatil werden. Aber wir müssen einfach nur Geduld haben, abwarten, Tee trinken, bis letztendlich der Chart dann nach oben geht. Schauen wir uns dahingehend auch mal Bitcoin an. Da habe ich jetzt auch ein bisschen was vorbereitet.
Und auch hier sehen wir, was Sache ist. Ihr seht, ich habe hier eine gelbe Alternative 1 eingezeichnet. Nun, weil es natürlich unter Umständen sein könnte, dass wir hier eine 1, 2, 3, dann eine ziemlich flache 4 und dann eine auch sehr flache 5 gesehen haben und somit hier unter Umständen schon ausgetoppt sind und uns nun im Bärenmarkt befinden. Man könnte sagen, dass es hier auf dem Bitcoin-Chart doch ziemlich zweideutig ist, aber gerade weil wir uns den Total-Chart angeschaut haben, finde ich, ist es sehr eindeutig, dass wir uns hier tatsächlich in einer letzten Welle nach oben noch bewegen müssen. Einfach weil wir hier, wenn wir auf den Daily Chart gehen, meines Erachtens nach nicht unbedingt sehen, dass es hier tatsächlich eine 5. austoppende Welle gab, sondern letztendlich sieht es alles nach einer A, B und C-Bewegung hier aus. Genau, also abschließend kann man sagen, dass wir uns meines Erachtens nach ziemlich sicher noch in einem Bullenmarkt befinden. Dieser wird noch ein wenig andauern. Wie gesagt, wir werden unter Umständen hier nochmal eine Bodenbildung haben und dann erst nach oben gehen. Und das kann auch ein ziemlich hässliches Bild sein. Denn man darf natürlich nicht vergessen, dass wir hier eine dreiteilige ABC-Bewegung haben. Und diese 5. letzte Bewegung, die ist doch meistens ziemlich schwierig auch zu traden und vorherzusagen. Aber nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall nochmal diesen Top der Welle A toppen und ein wenig noch weiter nach oben gehen. Im Total Market Cap wird es nicht mehr arg viel sein, denke ich, aber um die in etwa 4 Billionen insgesamt Total Market Cap wird es am Ende vermutlich sein. Und beim Bitcoin letztendlich genau das Gleiche. Wir sehen ja hier auf dem Chart diese Bewegung. Auch hier kann es gut möglich sein, dass wir unter Umständen hier eine A-B-C-Bewegung haben. Das bedeutet, dass wäre eine 3, das eine 4 und eine 5. Jedoch müsste ich hier jetzt eine neue Zählung suchen. Na gut, das ist jetzt auf dem Daily, richtig, auf dem Daily. Und ja, da müssten wir jetzt nochmal ein bisschen hier verändern. Die 4 dann hierhin, die 5 dahin. Ja, gut. Das wäre jetzt so und dann hätten wir hier auch letztendlich eine A, B und C. Dann wäre es ziemlich ähnlich dem Total Market Cap und das würde doch ein ziemlich logisches Bild auch ergeben. So wird es vermutlich auch sein. Von den Levels her ist hier auch alles absolut im Lot, sowohl in der impulsiven Zählweise als auch in der korrektiven ABC-Zählweise. Eine B-Welle kann hier auch noch tiefer nach unten gehen. Ich habe ja vorhin gesagt, es kann noch zu einer etwas volatileren Bodenbildung hier kommen, die nächsten 2 Wochen. Und dann wird es vermutlich in die letzte größere Welle nach oben gehen. Gut, das war für heute. Vielen Dank. Leute, bitte liked und abonniert meinen Kanal und helft mir damit zu wachsen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.